3 a.m. at the Schaub family residence. It's a restless night. Du, jetzt bist du schon zum 5. Mal auf dem WC gewesen. Ich kann sonst nicht schlafen. Ja, ich weiss, aber ich habe doch nichts dafür. Jetzt musst du mal etwas unternehmen, musst du dem Arzt anrufen. Meinst du? Ja. Taking his wife's advice, Mr. Schaub calls his family doctor the next morning and schedules an appointment. So, ich habe seit einiger Zeit so ein bisschen mehr oder weniger Schwierigkeiten beim Wasserlösen, vor allem zur Nacht. Mr. Schaub explains his nightly symptoms to the doctor. Und seit wann geht denn das Ganze? Ja, seit 3-4 Monaten. Es gibt ja die gutartige Prostatavergrößerung beim älter werdenden Mann. The family medical doctor suspects an enlarged prostate and recommends going to a urology specialist for further diagnosis. Gerne, ja. He and Mr. Schaub arrange an appointment with Uroviva during the consultation. Grüezi, Dr. Schulz am Apparat. Ich habe hier einen Patienten, das könnte sich um ein Prostataleiden handeln. Das erste Mal. Guten Morgen, mein Name ist Schaub. Mr. Schaub goes to the Uroviva Urological Clinic on the following Monday, where he has a consultation appointment with Dr. Gablinger. Der Hausarzt schreibt mir da, dass sie Mühe haben mit Wasserlösen, dass sie einen schwachen Strahl haben. In a brief conversation, the urologist inquires in detail about the patient's symptoms and complaints. Aber auch häufig müssen gehen irgendwo durch. Hat sich das in der letzten Zeit noch verstärkt? Nein, eigentlich nicht, nein. Stören Sie die Symptome, die wir jetzt hier aufgezählt haben? Ja, sehr, ja. Vor allem stehe ich immer auf, 4-mal, 5-mal, und Ja. die Frau kann nicht schlafen und nachher kann ich schlecht einschlafen. Wenn man jetzt mit irgendetwas eine Verbesserung herbringen könnte, würden Sie das wünschen? Ja, auf alle Fälle. Das ist für mich eine wichtige Aussage. Wir werden nachher eine Ultraschalluntersuchung machen. Ich werde die Prostata noch abtasten. Und sofern dort alles zum Beispiel... After their conversation, the doctor recommends a physical examination and an ultrasound to verify if the patient does in fact have an enlarged prostate as originally suspected. Also, dann gehen wir jetzt gerade mal zum Ultraschall über. Herr Schaub, liegen Sie bequem. Ja. Nehmen Sie am besten die Arme so hinter den Kopf. Ich tue das ein bisschen auf. Indeed, the original diagnosis is confirmed during the ultrasound examination. Dr. Gablinger finds an enlargement of the prostate. This is quite normal among elderly men. Very often, the swelling of the prostate gland is benign. Symptomenbild. The prostate is a male sex gland located below the bladder. It produces a portion of the ejaculate and prevents the seminal discharge from entering the bladder rearwards. The urethra passes through the center of the prostate. If the prostate enlarges, the upper part is compressed, which leads to an obstruction of urine and later to bladder weakness with formation of residual urine. Also Schaub, wir haben hier auch das entsprechende Ultraschallbild Korrelat zu Ihren Symptomen. Sie haben Dr. Gablinger prescribes a medicinal treatment as a first step in the hope of preventing or delaying surgical intervention. einleiten. 3 months later, after initial improvement, the frequent bathroom visits begin again. Mr. Schaub decides to seek further advice at Uroviva. Herr Schaub, Sie sind wieder da. Haben die Medikamente nicht die Wirkung gehabt, wie wir uns oft haben? Ja, am Anfang vielleicht schon, aber jetzt ist es eigentlich wieder gleich wie vorher. Wir haben jetzt eigentlich mit diesen Medikamenten das konservative Potenzial erschöpft. Dr. Gablinger explains the possible treatment methods to his patient. Mr. Schaub's condition calls for a transurethral resection of the prostate, a urological operation commonly known as TURP. Man geht da durch die Harnröhre durch. The medical doctor explains the surgery with simple illustration and informs his patient with regard to the pros and cons of the surgery. Die Prostata bleibt nachher also noch drin. Und weil dann da eine frische Wunde ist, werden Sie nach dem Eingriff eine gewisse Zeit lang einen ganz starken Drang haben zum Wasserlösen. Ist aber etwas, wo spätestens nach 4 Monaten, wenn das ausgeheilt ist, auch wieder weg ist. An appointment is arranged during the consultation. For this minor prostate surgery, Mr. Schaub has to contend with a hospital stay of 2 to 6 nights. Ja, das wäre gut.
A week later, Mr. Schaub received the operation offer from Uroviva and detailed information about the hospital stay. He feels well advised and relieved that the problem is being handled. Arriving at Uroviva on the day of his appointment, Mr. Schaub is pleasantly surprised by the warm welcome and is taken to his room. He's a bit nervous, but comforted by the pleasant atmosphere of the clinic. Ja? Ja? Shortly afterwards, Mr. Schaub is visited by the anesthesiologist, who again calmly explains the surgery and anesthesia options with him. Da würde ich jetzt gerne mit Ihnen das Anästhesieverfahren besprechen, das wir machen. Mr. Schaub requests a general anesthetic, and as there is no reason against this, he is instantly accommodated. Braucht das? The next morning, Mr. Schaub is taken to the operating theatre for the procedure, where a highly qualified 5-member team of doctors and nurses attend to him. Dr. Gablinger performs the prostate surgery with a resectoscope. This complex instrument emits light and is equipped with a high-frequency electric noose and channels for continuous irrigation to aid the surgeon's view. To begin, a resectoscope is inserted through the urethra. A careful inspection of the urinary bladder follows, along with the nearby ureteric orifices. Subsequently, the narrowed prostate and bladder tissue is removed with the high-frequency electric noose. The removed tissue accumulates in the bladder and is later flushed out. The same current destroys the remaining tumor cells, as well as residual tumor cells, and atrophies blood vessels to stop the bleeding. As residual bleeding is always present, an irrigation catheter is inserted after the end of the operation. This flushes out the blood, preventing blood clots that could cause pain or blockages in the bladder. The catheter can then be removed after a few days. A good and undisturbed flow of urine can be achieved again as a result of such a surgery. Sphincter muscles as well as potency nerves are not usually affected by the procedure. Herr Schaub? An hour later, the patient is taken to the recovery station, where he's cared for and monitored. Wie geht's für Sie im Moment? Es geht. Sie verspüren jetzt keine Schmerzen? Nein. Das ist alles in A few minutes following surgery, he is responsive and ready to return to his room to rest. Ordnung. Was tut Sauerstoff messen im Blut? Guten Abend, Herr Schaub. Da bin ich Doktor. Wie geht's Ihnen? Geht mir gut. Dr. Gablinger pays Mr. Schaub a visit. The two discuss the surgery, which went well. Sehr schön gegangen. Mr. Schaub can rest assured that his days of suffering during urination are over. Ist es irgendwie krebsig gewesen? Das kann man nicht beurteilen so von der Operation. Es hätte mal nicht danach ausgesehen, aber der Pathologe wird uns das in etwa 2-3 Tagen können sagen. Wir haben alles eingeschickt, aber wir haben ja im Vorfeld keinen Hinweis gehabt, dass das so ist. Gut. Also, gute Besserung weiter. Adi. Wieder schauen, Herr Schaub. Und mal, ich bin zufrieden. On the same day, Mr. Schaub's wife comes to visit. The two order a delicious meal from the à la carte menu. They are delighted that the procedure went well and look forward to having quieter nights once again.